Ja, der zweite Versuch ist tatsächlich geglückt. Ich bin die Rebecca. Und ich bin Patrick. Wir lieben das Abenteuer, Begegnungen und die Natur. Egal in welche Richtung. Wir nehmen dich mit zu den schönsten Orten der Welt. Georgien, das erste Land, in dem wir vorhaben, einen ganzen Monat zu verbringen. Als erstes telefonieren wir mit Kollegen aus der Schweiz, um ihnen die Freundenbotschaft zu verkünden. Tatsächlich reingekommen. Ja, wir haben 2 Anläufe gebraucht und sind so auf eine kleinere gegangen und da sind wir jetzt reingekommen. Wir fahren zur Stadt Alcazizque und schauen uns die Burg an. Nach einem Blick in die Gefriertruhe haben wir einstimmig gegen Bulle zum Abendessen gestimmt. Von Alcazizque fahren wir über den Goderzi-Pass nach Batumi. In 2 Tagen werden wir da Freunde treffen, also nichts wie los.
Es gibt eine freudige Willkommensrunde und das Gepäck wird verstaut. Danach gehen wir gemeinsam die Stadt Batumi anschauen. Auf dem Basar sehen wir per Zufall, wie Khinkali frisch zubereitet werden. Durch den Hintereingang gehen wir in das Restaurant und essen zum ersten Mal Khinkali. Ganz sicher essen wir die total falsch, aber sie schmecken uns besonders gut. Осторожно, девочки, осторожно. Am Abend genießen wir das Farbenspektakel vom Boot aus. Wenn wir schon wieder mal am Schwarzen Meer sind, müssen wir auch drin schwimmen, bevor wir wieder in das Landesinnere fahren. Die häufigsten Sehenswürdigkeiten in Georgien sind Kirchen. Die einen würden jetzt vielleicht sagen, zu langweilig, aber das ist es nicht, denn jede Kirche sieht anders aus, hat eine andere Geschichte und nur schon von den landschaftlichen Unterschieden lohnt sich jede einzelne. Gelati, die größte Errungenschaft des König Davids. Die Akademie Gelati, sie wurde im Jahr 1106 gebaut. Es wurden namhafte Gelehrte hierher eingeladen, wie Johannes Petrizi, der erste Leiter, und Arsen Kaltoeli. Beide hatten an der Managana Akademie von Konstantinopel studiert und gewirkt, bis sie wegen ihren neuplatonischen Ideen vertrieben wurden. Es war eine Anerkennung, hier zu studieren. Pilgerer gab es eine Herberge. Das Wasser beim Glockenturm wirkt heute noch heilend.
Die Bagrati-Kathedrale steht in Kutaisi und ist im 11. Jahrhundert errichtet worden. Die Kirche wurde im Jahr 1692 von den Osmanen zerstört. Eigentlich wäre die Kathedrale auf der UNESCO-Weltkulturerbeliste, doch im 2010 wurde sie leider übereifrig restauriert. Zur Abwechslung gehen wir in einen Naturpark, Sataplina. Vor Millionen von Jahren war die Rioni-Niederung eine Meeresbucht, in der sich unter anderem auch Dinosaurier umtrieben. Diese Fußabdrücke fand ein Hobbyforscher. In der Karsteinhöhle bewundern wir die Stalagmiten und Stalaktiten. Und als Abschluss noch die Aussicht, die leider ein wenig getrübt ist. Wer läuft, gerne Scheibe wischen. Es ist brutal, was da Wächter abkommen. Die Faszination der Höhle hat uns seit Kappadokien definitiv gepackt. Deshalb machen wir auch einen Halt bei der Höhlenstadt. Ihr Alter wird auf 3000 Jahre geschätzt und im Mittelalter lebten hier 2000 Menschen. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Marmots reisen schon ein paar Monate mehr wie wir und sie haben uns auf Instagram angeschrieben. Daraus ergibt sich ein cooles Treffen. Tbilisi, Tiflis oder Tiblis, man hört ganz verschiedene Arten und immer ist die Hauptstadt von Georgien gemeint. Die Sameba-Kathedrale sehen wir schon von weitem mit ihrer goldigen Kuppel. Dieses Kirchengebäude ist das größte in Transkaukasien und wurde von 1996 bis 2004 gebaut. Das Krasse daran, diese Kathedrale wurde nur mit Spendengeldern finanziert. Abendessen in der Altstadt von Tbilisi. In Tiflis müssen wir uns nach diesen wunderschönen gemeinsamen Tagen
von Katharina und Pascal verabschieden. Doch bevor es soweit ist, verbringen wir alle gemeinsam, inklusive den 9 Besuchern, meinen Eltern, einen Tag in Tiflis mit einer Stadtführerin. Die Altstadt beeindruckt uns mit ihren schönen Häusern aus Holz. Diese Häuser werden auch Schwalbennester genannt. Der Uhrenturm ist zur vollen Stunde ein richtiges Touristenmagnet. Bei einer georgischen Tafel, denn da gibt es immer ein Tamadan, das ist der Trinkmeister, und der bestimmt den Moment, wenn die Leute das Weinglas leeren dürfen. Und zuvor gibt es immer einen Trinkspruch. Die Trinkhörner sind unterschiedlich groß und es gibt solche, die sind bis zu 1,5 Liter groß. Sie werden alle auf einmal getrunken. Das kann ja heiter werden. Auch den moderneren Stadtteil schauen wir uns an. Beim Regierungsgebäude sehen wir den Platz, an dem die letzten Tage Demonstranten und Unruhen waren. Von all dem bekommen wir zum Glück nicht viel mit. Die Hammambäder sehen nicht von außen nur super toll aus, das Baden in diesen Schwefelbädern ist auch sehr entspannend. Wir machen uns auf den Weg Richtung Armenien. All die jetzt denken, jetzt schon fertig, Georgien, keine Angst. Die Weltumseilung durch Georgien geht noch weiter. Bis zum letzten Dorf in Georgien haben wir noch Asphalt. Am Ende des Dorfes hört der Asphalt auf und es wechselt zur Schotterpiste. Das kann ja heiter werden. Und wir denken uns schon, stimmt das etwa, was die Türken und die Georgen über die Straßen und Städte der Armenier sagen? Wir werden es sehen. Die Bagrati, Die Bagrati-Kathedrale steht in Kutaisi